Wie ist es wohl, mit einer gebogenen Feder zu zeichnen? Hallo, ich bin Barbara Grünenfelder. Ich zeichne am liebsten beim Wandern. Ich gebe Urban Sketching Kurse in der Region Bern und online. Und hier in diesem Video zeige und erkläre ich, wie ich diesen Berg im Valle di La Russa mit Füllfeder zeichne. Die meisten Tipps, die ich hier teile, funktionieren auch mit allen möglichen anderen Stiften. Aber im 2018, als ich diese Zeichnung gemacht habe, hatte ich doch schon 2 Jahre Erfahrung mit diesem Fülli und die teile ich auch. Hier schaue ich zuerst, was ich zeichnen möchte, welchen Teil von dieser eindrücklichen Landschaft, und ich entscheide mich dann für einen Dry Run, das heißt, ich möchte, dass dieser Berg da Platz hat und ich schaue, wie die Kontur von diesem Berg und die wichtigsten Gräben da drin auf der Doppelseite Platz haben. Ich deute das mit dem Finger an. Jetzt deute ich es mit einer gepunkteten Linie an, damit ich mich dann etwa daran orientieren kann, wenn ich zu den Details komme, zu all diesen Felsspalten und Felsstrukturen. Ich schaue so auf die Linien, die ganz typisch sind für diesen Berg, auch so ein bisschen die Geologie, die Schichten oder die Risse, auch wie es da drüben weitergeht. Die Wolken wechseln häufig, deshalb ist es noch ein bisschen schwierig so zu sehen, was wird wirklich dunkel, wo sind die Schatten und was sind Täuschungen von den Wolken. Aber hier wird jetzt eine Schichtung ganz deutlich sichtbar. Diese 3 fast parallelen Linien. Hier kommt eine andere Grabenstruktur dazu. Und hier ist jetzt eine Linie, wo so die Felspartie in eine andere Partie übergeht. Hier nochmal so eine Linie, wo eben die Felsen aufhören und unten dran kommt nachher Geröll oder Gras oder so. Also hier deute ich mal an, was mir eine Struktur- und Orientierungshilfe sein kann für diesen Berg. Jetzt beginne ich hier mit der breiteren Seite von der Feder auch die Schatten anzudeuten. Ich folge den Linien, die ich sehe, und ich orientiere mich an diesen gepunkteten Konturen. Dabei schaue ich mehr auf den Berg als auf das Blatt. Hier scheint es jetzt recht sonnig, man sieht so Licht und Schatten. Ich orientiere mich an den Konturen und zeichne so das, was mir auffällt, hinein. Ich achte darauf, in welcher Richtung diese Linien, diese Rinnen in den Felsen verlaufen. Und zwischendurch gibt es Insekten, die mich sehr ablenken. Jetzt ist es fast wie ein Schreiben oder Ausfüllen. Also ich kann Partie für Partie von dieser angedeuteten Skizze jetzt mit den Felsstrukturen füllen. Durch diese gepunkteten Linien weiß ich, wo diese bestimmte Partie anfängt und wo sie aufhört. Und diese Struktur, also dass diese Felspartie einen bestimmten Umriss hat, ist wichtig dafür, dass das Gekritzel, das da ja sehr kritzelig aussieht, eben doch absichtlich aussieht. Hier geht es weiter ins nächste Feld. Diese gepunkteten Linien, die helfen auch wirklich, dass die Struktur vom Berg mir bewusst bleibt und dass sie dadurch auch sichtbar bleibt, auch wenn ich hier in die Details gehe und wenn es ein ziemliches Durcheinander gibt mit der Zeit.
aber so die Hauptformen bleiben dadurch sichtbar. Ich wechsle auch ab, also bei dunklen Partien nehme ich so die flache, die breite Seite von der Feder und für die feineren Linien stelle ich die Feder so steil, dass es eben nur feine Linien gibt. Das schätze ich sehr an diesem Fülli mit der gebogenen Feder. Ein weiterer Vorteil von dieser breiten Linie ist auch, also einerseits, dass sich so zwischen breit und schmal, dass es so lebendige Linien gibt. Also die Variation in der Linienbreite ist sehr hoch und ich kann das bewusst ausnutzen für die Felsstrukturen, aber es ergibt sich auch einfach beim Zeichnen und die Linien wirken sehr lebendig. Ein anderer Vorteil von den breiten Linien ist, dass ich nicht wahnsinnig lange zeichnen muss, damit die Seite fertig aussieht oder fertig wirkt, sondern durch die breiteren Linien muss ich nicht ewig da sitzen und meinen Freund warten lassen beim Zeichnen, sondern es gibt schnell etwas her. Und doch kann ich eben feine Details zeichnen und breite Schatten ganz zügig. Wenn dir das Video bis da gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder über ein Abo. Also für feine Details, Blumen oder so, ist die Feder zu breit oder zu gerade vorne, da wo sie gebogen ist, aber für Felsen und Gebäude mag ich sie sehr. Da schaue ich jetzt immer wieder auf den Berg und zurück auf Skizzenbuch und ergänze, was mir ins Auge fällt. Ich achte auch darauf, dass ich nicht alles gleichmäßig mit dunklen oder mitteldunklen Strukturen fülle, sondern dass es dunkle und helle Bereiche gibt, die möglichst auch der Form vom Berg entsprechen. Deshalb ergänze ich auch Dunkelheiten noch dunkler zum Teil. Dann wieder so die Strukturen und die Schichten, die ich da sehe. Also ich zeichne nicht jede Struktur, die ich sehe, aber jede Struktur, die ich zeichne, die sehe ich auch beim Berg. Also ich schaue eigentlich mehr auf den Berg als aufs Papier. Hier suche ich, was ist das nächste, das die Skizze da braucht. Das ist dieser dunkle Graben. Ich schaue so, wo sind weitere so dunkle Stellen und orientiere mich immer wieder auch an diesen Punkten. Wenn ich mich da getäuscht habe, kann ich da auch die Linie weiter rechts oder links oder oben setzen. Hier zum Beispiel mache ich die Bergspitze hinten ein bisschen höher, weil die gepunkteten Linien, die verschwinden in dieser Linienstruktur. Deshalb habe ich sie gepunktet und nicht ausgezogen gemacht. Hier hätte ich eigentlich aufhören können, so die wichtigsten Strukturen sind da, aber ich fülle da noch mehr Felsstrukturen ein, wieder abwechslungsweise, so mit der breiten Seite für die markanten Schatten und mit etwas steilerer Haltung, um die feinen Linien zu zeichnen. So diese ganz speziellen Linienverläufe da, die geben auch dem Berg seinen individuellen
Charakter. Also es ist wichtig, da genau zu schauen und nicht einfach zu kritzeln, damit der Berg wirklich dieser Berg wird. Und durch dieses Schauen und Zeichnen habe ich auch eine ganz andere Erinnerung an diesen Berg, an diesen Ort. Also eine ganz persönliche Erinnerung an diese Begegnung mit diesen Felsstrukturen, die ich da zeichne, aber auch mit den Insekten, die da immer wieder vorbeigekommen sind. Hier noch mehr so parallele Strukturen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich so Strukturen zeichne, die den Verlauf des Berghangs betonen, dass das sehr viel zur Plastizität einer Skizze beiträgt, auch wenn sie so eben nur schwarz und weiß ist, nur mit schwarzen Linien auf dem Papier. Hier schaue ich noch, was fehlt. Irgendwie ist der Berg noch nicht so geerdet. Deshalb ergänze ich hier noch etwas von der näheren Umgebung. Ich deute die Konturen der Bäume an, der Wiese, auf der ich sitze, der Steine, die da näher liegen. Einfach damit die Skizze einen Boden hat, damit sie geerdet ist. Diese Bäume mache ich jetzt nicht mit all den Baumstrukturen, sondern nur angedeutet mit den Konturen, damit es keine Konkurrenz zu den Felsstrukturen gibt. Aber dass es doch ein Gefühl gibt für dieses saftige Tal mit den Bäumen. Wegen den Mücken sind wir dann weitergegangen. Hier ist eine Skizze mit dem gleichen Fülli und noch mit Wasserfarbe. Hier findest du mehr Skizzen zum Zuschauen beim Zeichnen. Hier sind mehr Urban Sketching Tutorials und dieses Video da könnte dich auch noch interessieren.